Unser kleines Mookie Motel ist uneingeschränkt zu empfehlen. Sauber, gepflegt und richtig gemütlich. Und hier übernachtet man zu einem fairen Preis. In dieser Gegend nicht selbstverständlich. Die beiden alten Leutchen, die dieses Motel betreiben, sind wirklich rührend und wir hoffen, dass es ihnen noch viele, viele Jahre gut gehen wird. Verpflegen sollte man sich hier lieber selbst. Zur Not tut es mal ein Abendessen aus der Mikrowelle, die es ja in jedem Zimmer irgendwie gibt. Essen gehen ist hier nicht so einfach, weil kaum Auswahl. Und dann sind die Preise selbst für amerikanische Verhältnisse astronomisch. Ein 220 Gramm Steak für über $40? Nee, da vergeht einem der Appetit. Der Sandsturm hat sich gelegt, es ist klare Sicht bei strahlend blauem Himmel. Ursprünglich hätte der kleine Ausflug ins Monument Valley ja gestern stattfinden sollen und wir wären jetzt schon wieder auf dem Weg zurück nach Gallup. Aber erstens kommt es anders und so. Eine kleine Planänderung, aber diesmal wirklich dem gestrigen Wetter geschuldet. Wir fahren also jetzt mit Ulrike und Lars, die wir gestern im Motel kennengelernt haben, rein ins Monument Valley. Irgendwo unterwegs werden wir uns verabschieden, dann trennen sich unsere Wege wieder. Weiter geht es dann für uns Richtung Lupton, der Grenze zu Arizona, damit wir unser heutiges Ziel Holbrook erreichen und wieder auf die Route 66 stoßen. Okay, uns werden ein paar Meilen der berühmten Straße fehlen, aber das können wir verkraften. Heute Abend zeigt der Tacho sage und schreibe schon wieder über 330 Meilen mehr an. Wir sind früh aufgebrochen, zu früh, denn es gab noch keinen Kaffee, die Rezeption war noch geschlossen. Aber wir haben einen langen, langen Tag vor uns, da zählt jede Minute. Und wir wollen den Tourimassen im Valley zuvorkommen. Wir genießen alleine schon die Fahrt durch die tollen Landschaften. Jetzt war schade gestern mit dem Sandsturm. Ja, wir hätten aber hier nichts gesehen, ne? Du hast ja da schon nichts gesehen, ja. Teilweise.
sieht aus wie ein Sombrero. Ja. Die Fahrt über die 163 ins Monument Valley ist wirklich beeindruckend. Beschreiben fast unmöglich und die Aufnahmen geben wirklich nur einen Bruchteil wieder. Übrigens gibt es in Mexican Head dann auch endlich einen Café, mitten im Nirgendwo, eine kleine Ortschaft. Wahnsinn. Ja, Hier rüber. darüber. Das ist der San Juan River wieder. Wahrscheinlich irgendwo in den Colorado fließen. Vermute ich mal. Diese kleine Green Canyon. Ja, ja. Ne? Ich kann hier nicht so Ja. runtergucken, Schatz, weil ich hier eine ziemlich schmale Straße habe, ohne viel Sicherung. Und dann sind wir am Forrest Gump Point. Dieser Film wird hier schon noch irgendwie gelebt. Er begegnet uns wirklich immer wieder. Der Forrest Gump Point ist der Punkt im Monument Valley, in der die von Tom Hanks gespielte Figur Forrest Gump nach 3 Jahren, 2 Monaten, 14 Tagen und 15 oder 16 Stunden plötzlich beschloss, aufzuhören zu laufen. Daher der Name. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber eine Wahnsinnsaussicht. Im Übrigen wird diese Aussicht gerne mal immer wieder als Route 66-Bild angezeigt. Lasst euch nicht veräppeln. Dieser Punkt ist von der Mother Road gute 190 Meilen weg. Und wenn einer ein Bild genau dieser Szenerie mit Route 66 Straßenbemalung sieht, es ist fake. Hier verabschieden wir uns auch von Ulrike und Lars und wir fahren weiter, sind fasziniert und halten immer wieder an.
times before. Baby, it's now or never. Gotta leave this town and I know what you're asking for. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. 'Cause it's keeping me alive. Interstate might take me nowhere. Anywhere is better than the places I have been. Sunsets in my rearview mirror, a projection of my old life fading. You say it's out of my reach, but I can't pretend no more. 'Cause for as long as I remember, Jetzt am überall anhalten, die Musik nur hört. Scheiß schon, ne? Also, irre. Ja, Nein, dafür hat es gelohnt. definitiv. Four Corners Radio. Boah. lost outside of nowhere. Ja, eigentlich ist es ja nur Geräusch, Ja. wenn du es so nimmst, oder? Das ist schon. Step one, it says worn out. Siehst du nicht jeden Tag. Nein. And the diner's name is California. Und ja, wie die. Ja. Alter. It's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender. Schon wieder der langsame Aufwand. Minnesota. Ja. As I remember, it's been stuck inside my mind. You can't ask me to surrender when reaching for the dream keeps me alive. Keeps me alive. For as long as I remember. Kurz vor der Grenze zu Arizona gibt es zwar keinen Ort, aber einige Übernachtungsmöglichkeiten, aber zu horrenden Preisen. Denkt euch selbst, wer da die Betreiber sind. Und kaum in Arizona bekommen wir eine Stunde geschenkt. Andere Zeitzone. Arizona ist nämlich eine Ausnahme. Hier gibt es keine Sommerzeit. Also heißt es hier die Uhr eine Stunde zurück und so gewinnen wir etwas Zeit an diesem langen Tag. 7 Uhr 10, ne? Ach ja. Dann haben wir noch eine Stunde heute geschenkt. Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr drauf.
fahren, ne? Kannst du mal mit Leuten so planen, was die Fahrerfahrung soll er machen, ne? Also irgendwo, ne? Und dann der Zufall jetzt da 3 Deutschsprachige da waren, das war nur ein ganz großer Zufall, ne? Come my way. I gave it all to you for too long. Ja, da oben ein Gesicht drin, ja. Stein, ne? So. Aber wie hat die Natur das so gemacht, dass das so stehen bleibt? Kannst dir nicht sagen, irgendwann fällt der vielleicht mal runter. Ja. There must be another way, there must be conscious, different things in different ways. There must be more to the reason why we do it all for love. There must be more for a reason, and a little bit of faith has got to come my way. Has got to come my way. Has got to come my Noch eine Ampel. Seit gestern die erste. Ja. Seit? Oh, lange, lange Gerne. Zeit. Ich weiß nicht, ob da in diesem Schiffbock noch eine war. Schiffhoff? Doch, Ich meine, da war auch eine in der Tanke da gewesen, oder? So langsam kommen wir raus aus dieser absolut faszinierenden Landschaft. Nochmal wie ein kurzes Aufbäumen oder besser wie ein Winken zum Abschied tauchen die letzten Felsen auf. Und ab hier geht es nur noch geradeaus. Irgendwann erzählt uns das Navi, dass wir in gut 40 Meilen abbiegen dürfen. Die Freude war groß. Zwar sehen wir später bei Real Life, dass es nicht nur schnurgeradeaus geht, aber wenn man rechts und links nur Steppe hat und ab und an einen Felsen, es fühlt sich wirklich so an, eben schnurgeradeaus. Von Kayenta bis Lupton, wo wir wieder auf die Route 66 treffen werden, sind es noch knapp 150 Meilen. Auweia. Wir müssen abbiegen. Dann ist das so, das wäre so für vorne wieder gefahren. Da kommt der weiter breit nicht, da kommt eine Kreuz und wir verpassen die auch noch. Also, Ja. so ungefähr.
schönes kleines Hotel. Das war Ja. gemütlich draußen da. Ja. Und hatte scheiß Sand, aber sonst. Ja gut, da kann ja keiner was Nee. da machen. Aber die hat das auch so liebevoll da gepflegt und Ja. allem, ne? Also, Schreiben Sie hier hinten, weißt du? Schon reinfährst. Müsst du da oben ranschreiben, oder? ja, egal, du musst ja hier durch. Ja. Hast ja keine andere Wahl, hast ja keine. Nein, aber da weißt du, dass jetzt einer kommt. Und nicht erst, wenn du unten bist. Und da bist du ja schon in dem Ding. Ach, übrigens ein Dip. Das Schild begegnet uns immer wieder und es heißt immer ein Auge offen halten. Besonders beim Regen. Dips sind teilweise sehr, sehr tiefe Senken und wenn es regnet, sammelt sich hier das Wasser und es kann wirklich lebensgefährlich werden. Warum das Schild allerdings eher dahinter wieder vorstand, das können wir uns auch nicht erklären. I wish you could see me from a distance. See me for who I am. Not take for granted or minimize who I am. Give me space to conquer new paths. Let me help me be me. No more holding back dreams. I am worthy. Violet, new begin. Tell them I'm coming. Hold your breath. This time around, I'm ready. You haven't seen nothing yet. I'm be. Give me space to conquer new paths. Let me help me be me. I can only be me. I can only be me. It's so hard to imitate. It's fake. Give me space to conquer new parts of me. Let me help me be me. Give me space to conquer new parts of me. Let me help me be. Kaffeepause. Hatten wir erwähnt, dass wir unseren Doc lieben? Ein toller Reisebegleiter ermahnt er uns doch regelmäßig, eine Kaffeepause einzulegen. Wir wundern uns tatsächlich immer wieder über die vielen kleinen Orte. Hier wohnen tatsächlich Menschen, irgendwo im Nirgendwo. Zivilisation, Ort. Menschen. Und da die Tanke, oder? Yeah! Man ist happy, wenn mal eine Tankstelle auftaucht. Unterwegs anzuhalten ist nicht ganz ungefährlich. Nach unserer Erfahrung vorgestern lassen wir das sowieso. Ist ja hier schließlich wieder mal alles Indianergebiet. Man weiß nie. Und selbst hier an der Tanke muss man vorsichtig sein. Mein Gott, wir sind selten so unfreundlich bedient worden wie hier. Und dann hält auch noch ein Auto und man will uns irgendwelchen Schmuck andrehen. Nee, abzocken lassen wir uns nicht. Nee, ich will nichts kaufen. No. Schmuck andrehen, ne? Ich war gleich so gewunkenfreundlich.
Folgen Sie dem Straßenverlauf für 44 Meilen. Macht Sinn. Ich glaube, bis nach vorne guckt die ja nicht so aus. Brauche ich auf einer anderen Straße und 44 Meilen wieder. Dann die dritte Ausfahrt nehmen, merkt ihr Quasi bis zum Kreisverkehr. das? Ja. Nach Viertelmeile nehmen Sie die dritte Ausfahrt im Kreisverkehr. Und folgen der Bus 191 Süd. Mal im Abbiegen. Oh, Das ist schon Mann, krass, ey. ne? Ja, also das ist jetzt echt krass. Das kam mir gestern gar nicht so vor. Nee. Oder? Ja, da war aber auch die Landschaftsabwechslung. Also dieses ganze, du kannst die ganze Zeit die Landschaft angeguckt und nebenbei, weißt du? Ja gut, also, das machen wir ja hier auch. Es geht weiter und weiter und weiter. Noch eine Pause. Die Strecke, die schafft uns wirklich. Und dann in St. Michaels geht es rechts und dann sind wir quasi wie auf der Geraden Richtung Route 66. Dann sind wir in Arizona, also so richtig. Reingefahren sind wir ja schon oben am Monument Valley, aber hier sind wir in der Route 66 und das zählt für uns. Somit haben wir New Mexico endgültig und offiziell verlassen. Durch New Mexico führt die Route 66 übrigens mit über 400 Kilometer das größte Stück durch. Wir machen Halt an der sogenannten Grenzstation, mittlerweile eine Ansammlung von bunten Holzhütten und voll mit, wie könnte es anders sein, Indianernippes und sonstigem Ramsch. Wir halten kurz am offiziellen Welcome Center und dann sind wir wieder on the road.
just a regular tool. But some things you just don't realize. Even though they're happening right in front of your eyes. I'm not even sure just what went wrong. In Arizona führt die Route 66 durch einen Nationalpark, dem einzigen auf der ganzen Strecke. Wir freuen uns auf den Besuch im Petrified Forest, so heißt der Nationalpark, und ehrlich gesagt werden bitter enttäuscht. Petrified Forest heißt nichts anderes wie versteinerter Wald, und hier sind über Millionen von Jahren durch den Lauf der Zeit und der Begebenheiten die Bäume versteinert. Die stehen natürlich nicht mehr wie einst als Wald, sondern sind quasi umgekippte Stämme und als Steine sichtbar. Da unten. Habe ich gesehen. Da sind ja auch Wanderwege drin. Finding some new friend. I think it even does me good to take this time alone. I'm pretty sure it's better than just staring at the phone. I'm not even sure just what went wrong. All I know, I've stayed here for too long. Some tears are softer than others. Sometimes even gold can rust. Some flags will suddenly change color. That's what makes it hard to know just what to trust. When all that you believed has turned to dust, even gold can rust. Some tears are softer than others. Sometimes even gold can rust. Da würde die Stromleitung lang gehen, das war die alte Route 66. Suddenly change color. That's what makes it hard to know just what to trust. When all that you believe has turned to dust, still you keep on. Scheint aber hier noch in echt zu fahren, ja? Das ist die normale Zug, der Flagstep geht. Jetzt sehe ich. Der galoppiert.
schön, ich meine, von die Red Rock finde ich schon sehr gut. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Das ärgere ich mich immer. Ja, das war aber klar, oder? Hätten wir nicht gemacht, hätten wir uns geärgert, noch wenn wir weiterkommen. Also kann man sagen, kann man machen, wenn man unbedingt will, aber es wäre nicht. Ja, ich kann vielleicht auch die Tageszeit fragen, wie Leute laufen müssen noch da. Die heutige Sonne, wie die steht, vielleicht abends, wenn die ein bisschen, weiß ich nicht. Ist ja wie am Grand Canyon, sieht ja auch anders mal aus. Ne? Ja, na klar. Also ich sag mal so, vielleicht reicht es, wenn man da hinten, wenn man sich das mal anschauen will, aber Nehmen das jetzt. interessant sind halt diese Bäume, ne? Aber Ja, es sieht schon ominös aus hier. ja, natürlich. Kann man jetzt aber nicht Nee. runtergucken. Das ist jetzt hier nicht Kammerstraße. Rechts und links Abgrund. Klar, es gibt einige sehenswerte Scenic Stops, aber die Hitze tut ihr Übriges und ehrlich gesagt haben wir keine große Lust, auch noch durch die pralle Sonne zu wandern. Das müssten wir nämlich, um die berühmten versteinerten Bäume von näher betrachten zu können. Wir legen den einen oder anderen Stop ein und sind froh, dass wir nach gut 2 Stunden durch den Park durch sind. Ehrlich, das Geld für den Park hätten wir uns besser gespart. Ins Visitor Center kommt man ohne Parkeintritt, da gab es nämlich einen weiteren Stempel in unserem Passport. Und ein Souvenir. Das versteinerte Holz ist ja schon ein bisschen was Besonderes. Aber der Rest, wie gesagt, schade ums Geld und um die Zeit. Nicht zu empfehlen, unsere Meinung. Nach der Ausfahrt die üblichen Nippesbuden und ein Halt im Schatten gibt uns tatsächlich dann den Blick auf das Holz, den wir erwartet hätten. Und wir können es anfassen und bestaunen. Und dann haben wir die Nase voll nach mittlerweile fast 10 Stunden Fahrt. Vom Fahren, von einsamen Straßen und von Steinen. Wir fahren nach Holbrook, unserem heutigen Ziel. Auch hier noch ein Stempelstopp und dann ins Motel. Brad's Desert Inn. Ein besonderes Zimmer gibt es hier und ein Abendessen im Butterfield Steakhouse. Steaks und Rippchen in Western-Ambiente, wirklich lecker. Das haben wir uns aber heute auch verdient. Und dann fallen wir hundemüde ins Bett. Zeit für Sightseeing ist morgen auch noch. Aber dazu mehr in Episode 23. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!